So, nachdem wir hier den ein oder anderen Vergaser auf dem Kanal durchgenommen haben, habe ich mir die Frage gestellt, ob nicht auch ein Vergaser aus China das Ganze übernehmen kann. Ganz einfach, weil die einen Schiss von dem Originalen kosten und dabei nagelneu sind. Ich nehme mal die Überraschung vorweg. Der Vergaser funktioniert tadellos. Allerdings muss ein ganz bisschen beachtet werden. Fangen wir nochmal von vorne an. Für die, die neu auf dem Kanal sind und das Ganze verpasst haben, ich habe am 26.07. diesen Jahres ein Video rausgebracht, wo ich über den Fake Kaihin aus China spreche. Den habe ich dann verlost und der Gewinner, der Olli, hat sich im Laufe der Zeit der Sache angenommen, das Ganze für uns auszuprobieren, ob der Vergaser funktioniert. Und wie ich gerade schon sagte, funktioniert der. Wir müssen nur auf so 2, 3 Sachen eingehen heute, damit ihr wisst, was ihr da kauft, was ihr umbauen, umsetzen und was weiß ich nicht was müsst. Anpassen müsst ihr zum Beispiel die Bedüsung, da gehe ich aber später nochmal drauf ein. Den Gaszug der 660 braucht ihr, beziehungsweise der 625 oder 640. Wichtig ist, dass ihr den Gasdrehgriff der 640, 625 oder 660 habt. Diesen Doppelzug. Den Trichter hinten dran, den braucht ihr. Da sage ich gleich aber nochmal was zu. Und die Manschette für den Luftfilterkasten hinten am Luftfilter. Manschette für den Kopf vorne braucht ihr nicht, weil da der Originale vom BSD 40 passt. Um die Bedüsung anzupassen, braucht ihr nichts weiter kaufen. Die Düsen sind bei dem Vergaser dabei. Das Interessante ist, dass die Chinesen sogar die richtige Nadel gefälscht haben. Wie jeder weiß, ist die Nadel vom FCR bzw. für die LC4 die OBE-KR oder die OB, ich habe es vergessen, ist auch egal. Auf jeden Fall, das eine ist Messing, das andere Aluminium, spielt keine Geige. Die haben die richtige Düsennadel gefälscht und deswegen müsst ihr euch da schon mal keine Gedanken mehr drum machen. Alles, was du für diesen Umbau brauchst, habe ich dir in die Videobeschreibung zusammengefasst, hingeschrieben, dass du nicht lange suchen musst. Und jetzt würde ich gerne noch kurz was zu dem Trichter sagen. Diesen findet ihr in meinem Online-Shop und dieser ist von mir und einem Freund zusammen konstruiert worden und dann dementsprechend 3D gedruckt. Der ist aber nicht aus irgendeinem billigen ABS-Kunststoff, sondern aus richtig hochwertigen, kohlefaserverstärkten Nylon, sodass weder Vibrationen noch Benzin noch Öle dem Ganzen was anhaben können. Und die Dichtung, die ihr dafür benötigt, liegt bei dem Ganzen dabei. Das Ganze sieht dann so aus. Das ist der Trichter, den ihr braucht, um an die LC4 zu adaptieren, und das ist die Dichtung. Die ist auch gedruckt, aber sehr elastisch, könnt den Knoten reinmachen, also die macht dicht. Davon sind noch 10 Stück vorhanden und wenn die weg sein sollten, sind sie weg. Die Nachproduktion dauert ungefähr 2 Wochen. Ihr könnt euch ja einfach mal in meinem Shop nach den Trichtern umsehen. Dort gibt es unter anderem mittlerweile fast alles, was ihr für eure eigene Motorrevision braucht. Von Zylinderkopfbearbeitung über Dichtmasse bis hin zu Lagersets. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Die Startbedüsung, also Bedüsung, mit denen du anfängst, das Ganze einzustellen und auszuprobieren, habe ich dir für die verschiedenen Modelle in eine PDF zusammengeschrieben, wie ihr das auch schon von dem Wheelie Safe 3000 kennt. Ab sofort findest du diese PDF in der Kategorie kostenlose Downloads auch in meinem Shop. Kommen wir zum Schluss noch zum Gewinner der Tasse. Ich hole die ganz kurz. Ich habe ja in einem der letzten Videos gesagt, dass ihr eine von diesen Tassen gewinnen könnt und dafür habe ich natürlich wieder den Random Comment Picker angeschmissen. Wie du hier jetzt sehen kannst, hat der Random Comment Picker David K. als Gewinner auserkoren. David, war das jetzt richtig mit David? David, melde dich bitte bei Instagram bei mir, damit ich dir die geile Tasse zukommen lassen kann. Wenn ihr weitere Fragen zu diesem ganzen Thema haben solltet, dann gerne in die Kommentare damit. Ich halte das Thema heute ein bisschen kurz, weil wir ja irgendwie schon gefühlt 8-mal drüber gesprochen haben. Ich denke, zu dem Thema ist jetzt alles gesagt. Viel Spaß beim Schrauben und dabei ordentlich Geld sparen. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich mir für die Mühe hier ein Abo von dir verdient habe. Einfach hier oben klicken.